Mit Stefan Buhr wird es nicht langweilig. Aktionspreis 79.990 € statt 95.173. 15.183 € Preisvorteil. Komm mal gerade mit mir mit, Stefan, dass wir das Auto mal sehen. Der sieht aus wie ein 23er, ist aber ein 22er. Ja. Es ist eine ganz besondere Geschichte. Der stand schon mal auf einer Messe. Der stand schon mal auf einer Messe, sogar auf mehreren Messen stand der Wagen. Und deswegen hat man jetzt die Gelegenheit, den Wagen zu einem Sonderpreis zu erwerben. Ganz tolles Fahrzeug, zeigen wir euch gleich mal. Das ist Messe, bedeutet nicht, du hast irgendeine Hausmesse hier in Burbach gemacht, sondern wir reden von dem Knaus-Konzern, ja. Und du hast das Messefahrzeug abgekauft. Genau. Das heißt, wenn da mal irgendwas dran war, so Kleinigkeiten, alles ist schon gemacht. Was hat denn der runter? Hat der überhaupt schon viel gelaufen? Nee, der hat dann für sich nichts runter. Der ist immer speditiert worden. Allerdings ist bei einem Messefahrzeug so, dass hier und da eben auch mal jemand mit einem Rucksack vielleicht reingegangen ist. Wir gucken uns gleich mal innen an, wie es ausschaut. Aber generell muss man einfach wissen, für den Nachlass, den man bekommt, kann es sein, dass man vielleicht in der einen oder anderen Ecke wirklich mal auch einen Kratzer findet. Ja. War der zugelassen schon mal, nee, offiziell? War nicht zugelassen. Nicht zugelassen. Das heißt, der ist immer auf dem Transporter transportiert worden. Genau. Du weißt nicht, wie viele Kilometer, sollen wir gleich mal gucken? Oder den Schlüssel hast du dabei? Wenn du kurz mal reinhältst, also er heißt Boxdrive 600 XL und ist ein Modell 22, MAN TGE, 2 Liter TDI. Das ist ein VW, oder? Eigentlich. Das ist ein VW mit MAN-Schnauze, genau. So, kriege ich den MAN-Service hier? Das heißt also, dass einer vorbeikommt, ich bleibe irgendwo liegen. Die haben ja so einen exzellenten Service. MAN hat wirklich einen exzellenten Service, das kann man an der Stelle sagen. MAN ist sogar in fast jeder Stadt Partner von Knaus. Das heißt, man hat noch einen Zusatzeffekt, dass man nicht nur von dem MAN-Service des Motors profitiert, wenn der Knaus-Händler vor Ort auch mal von der Terminvergabe ein bisschen zu knappe Termine hat oder wenn man unterwegs ist. Es gibt ganz viele MAN-Service-Partner in Deutschland, die auch hier helfen können bei dem Aufbau. So. Ja. Okay. Denn dass die Fahrzeuge reparieren können, das ist schon klar. Aber dass die auch den Aufbau servitieren, das war mir neu. Also so ein TGE 380 hat die große Maschine mit drin? Genau, wir haben hier 177 PS, Euro 6D. 2 Liter Motor. Also es ist so, es gibt hier bei dem Auto keinen Haken. Der ist quasi neu. Er ist allerdings, ich sag mal, er stand auf Messen. Und du sagst den einen oder anderen Kratzer. Sollen wir mal gucken an so typischen Teilen. Das heißt, hier waren ja die Leute dann schon mit den Fingernägeln dran auf der Messe. Ah, da siehst du auch fast nichts. Oder siehst du da irgendwas? Ja, ist jetzt natürlich durch Regenstreifen nicht ganz sauber, aber ich sehe jetzt mal noch nichts. So, der hat Rahmenfenster, das heißt in den Rahmen eingelassene Fenster, die bauen nicht auf von Dometic Sides. Also richtig schöne Ausstattung hier drin. Das Weiß ist auch eine optimale Farbe für ein Reisemobil. Also nichts gegen Schwarz, aber das Aufheizen ist wesentlich geringer. Ja, du sagst es, das merkt man, wenn die Sonne drauf scheint, schon bei einem silbernen Auto. Der Unterschied von Weiß zu Silber, Weiß ist da einfach das Beste. Und der Wagen hat ja auch noch eine Klimaanlage auch noch drauf, also perfekt gedacht für... Hat noch eine Klimaanlage? Ja, der hat eine Klimaanlage drauf. So, also die ist oben drauf, eine Dometic ist auch noch mit drauf. Das wird man übrigens zu schätzen wissen, wenn man in Italien zum Beispiel unterwegs ist und das da mal so richtig schwül wird. Ist dir das schon mal passiert? Mhm. Bei uns im Südwesten, wo wir sind, haben wir im Sommer auch direkt immer diese schwüle Hitze. Und wenn du die Luftfeuchtigkeit aus dem Fahrzeug rausnimmst, das macht richtig was aus. So, und hier unten siehst du einen Wassertank. Der hat eine Dusche mit drin, eine richtige? Der hat auch eine Dusche, ja. So, dann hat er hier Leichtmetallfelgen. Die Messefahrzeuge im Regelfall immer schön ausgestattet, oder? Ja, genau. Die Messefahrzeuge in der Regel richtig schön ausgestattet. Sieht man bei dem Wagen auch. Besonderheit bei dem Wagen ist, der wird meistens verkauft als Vierschläfer mit Hubbett. Der Wagen hier ist einer der ganz wenigen, der auch mal ohne Hubbett gebaut wurde. Sehr gut. Das heißt viel mehr Platz. Ja, und hat eine 3-Personen-Zulassung bei 3,5 Tonnen. Mit dem Hubbett drin sind die Fahrzeuge in der Regel zu schwer. Und wir sind direkt über 3,5 Tonnen bei diesen Fahrzeugen. Boah, ist das ein schönes Auto. Das heißt, also er wirkt ganz harmonisch mit dem MAN, also nicht so aufgesetzt. Es ist natürlich, gibt viele neue Fahrzeuge, es ist halt kein Fiat Ducato. Und ich glaube, das wird den Wert halt nochmal richtig pushen. Die Leute wissen ja, dass da ein VW drunter ist. Hat der auch ein DSG-Schaltgetriebe? Ja, auch ein DSG-Schaltgetriebe. Und das heißt, fahren wie ja, und das muss man auch mal gemacht haben. Es ist wie ein PKW, du erkennst keinen Unterschied mehr. So, dann hat er eine Dieselheizung mit drin, das ist auch noch ein Riesenplus. Das heißt, ich fahre nicht mit riesen Gasflaschen unterwegs, sondern der Kraftstofftank sehr effizient, wenige Liter sogar. Und dann ist hier das Klo drin, das Kassettenklo. Toilettenkasse dann war da drin. Wahrscheinlich mal wieder eine Dometic, wie ich Knaus kenne.
Nee, Tedford. So. Die war noch nie in Benutzung, oder? Die war noch nie in Benutzung, es sei denn, es hat sich jemand, vielleicht ein Kind, sich versehentlich mal auf der Messe draufgesetzt und dachte, das wäre die Toilette von zu Hause, aber ist uns nicht bekannt. Nee. So, also, nur, dass ihr das wisst, also Auto ist wirklich nicht zugelassen. Ich bin der Erstbesitzer, der erst im Brief drin, richtig? Genau, ja. Wie kommst du da dran? Da kommt ja nicht jeder ran an so, ich sag mal, schöne Messefahrzeuge. Ihr seid schon lange Knauspartner, ne? Wir sind lange Knaus-Partner, aber das wird schon fair aufgeteilt unter den Händlern, dass man, wenn natürlich jemand kein Interesse daran hat, ist es auch klar. Aber wir haben Interesse bekundet und haben den Wagen bekommen. Sehr schön, wurde dir quasi zugeteilt. Und jetzt geht er weg. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge, hast du gesagt. Denn du hast viele Kunden, wir haben ihn jetzt mal exklusiv gefilmt, damit wir den mal der breiten Öffentlichkeit zeigen können. Spielt keine Rolle, wo ihr herkommt. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Genau. Das ist schon ein gutes Angebot. Man muss immer den ausstattungsbereinigt auch sehen. Wenn du den natürlich jetzt mit einer nackten Basisausstattung nehmen würdest, das kann man nicht vergleichen. Der ist schön voll. Ich glaube, der wäre mittlerweile sogar als Modell 2023 schon teurer in der nackten Basisausstattung. Das muss man auch sagen. Also von dem her hat man hier echt ein echtes Schnäppchen. Man sieht es dem Wagen von außen nicht an, ob das jetzt ein Modell 22 oder 23 ist. Man kann es nur noch eigentlich merken, wenn man die DOT an den Reifen kontrolliert. Ansonsten wird man das gar nicht merken. Das hast du gemacht und die waren nämlich, glaube ich, Ende 21 waren die Reifen. Also ein 22er Modell. Wir gucken uns gleich mal die Kilometer an. Die Verarbeitung von Knaus. Du hast den aufgebauten Doppelboden. Da ist wahrscheinlich Teile der Installation noch drunter, gell? Ja, das ist so aufgebaut, dass wir eben einen komplett geraden Boden haben. Das siehst du nachher auch mit der Dusche. Und du hast natürlich ein paar Installationsteile, Kabel oder Schläuche, die ja noch durchlaufen. Es ist ein Querschläfer, aber du sagst, der ist so breit, dass du einem Längsschläfer im Nichts nachstehst. Und du hast richtig viel Platz. Was haben wir hier für Bettmaße? 1,20 Meter, 30? Wir haben etwa 1,30 Meter an Schlafbreite. Und von der Länge her können wir gleich mal gucken, wenn ich mich 1,85 Meter drauflege, das geht locker. Also alles beim Kastenwagen, Querschläfer bis 1,90 Meter geht. Bei 2 Meter muss man echt schon ein bisschen aufpassen dann. Ja, du bist einer der großen Knaushändler. Demnächst zieht ihr um. Du freust dich schon. Viel mehr Platz. Ihr werdet quasi neu bauen. Bezieht auch Hallen, die schon da sind. Habt Stellplätze auf. Darf man schon sagen, wie groß das Gelände ist insgesamt? Ja, alles in allem wird das rund 40.000 Quadratmeter sein. Sag's nochmal. 40.000. Ich glaube, das Phantasialand in Köln hat 45.000. Oh, das weiß ich nicht. Ne? Also machen wir ein Phantasialand für Wohnmobile. In Saarlouis übrigens, demnächst. Ihr werdet darüber mehr erfahren. Ja, also Außengasanschluss habe ich hier. Oder Dusche. Das hier, das ist in der Regel immer... Wollte nur Spaß machen. Also der Außengasanschluss im Innenbereich. Das wäre nicht... Ja, doch, gibt's auch natürlich. Gibt's? Kastenwagen haben wir das auch schon öfters auf Wunsch gemacht dann. Aber hier ist natürlich praktisch immer an der Hecktür, wenn du dann den Duschschlauch anschließen kannst, Kalt- und Warmwasser. Und dann kannst du dich hier hinterm Fahrzeug abbrausen. So, also auch mit warmem Wasser. Gut, dann gehen wir mal, am besten hier mal zumachen. Dann ist das Raumgefühl dann noch mal ein bisschen anders. Machen, ja, zu, kannst gerne zumachen. Hier hinten kann man übrigens noch mal verdunkeln. Diesen Gitter sind auch mit dabei. Und das ist die große Einstiegstüre mit Trittstufe. Die fährt jetzt nicht raus, weil wir gerade keinen Strom drauf gegeben haben. Abklemmt, ja genau. Aber das, da wir tagsüber filmen. Hier sind auch noch solche Leuchtstreifen mit drin, die wir uns jetzt vorstellen müssten, nachts für die Stechmücken anzulocken. Genau, ja. Einfach ein Designelement. So, dann ist das interessant gelöst mit dem Fliegenschutzgitter. Zeig mal bitte. Du kannst 2 Teile auf und zu machen. Heißt, du musst nicht jedes Mal das ganze Fliegenschutzgitter auf und zu machen. Das ist Teil Nummer 1. Und das ist Teil Nummer 2. Das heißt, alles, was du öffnest, ist wie beim Wohnwagen dann nur noch die rechte Hälfte, oder? Ja, ist eigentlich erstaunlich. Es gibt ja schon seit vielen Jahren die Fliegenschutztüren beim Kastenwagen. Ich glaube, bis 2016 gab es sie ja gar nicht. Und dass man so lange gebraucht hat, um auf die Idee zu kommen, im Nachhinein sagt man, wie einfach ist denn das? Aber da siehst du mal, wie viele Jahre es braucht, bis man da drauf kommt. Boah, ist das geil. Habe ich noch nie gesehen. Ja. Das ist cool. Also hier unten, was ist das für ein Ding? Das ist eine Scharnier. Kannst du irgendwas Da draufstellen? siehst du zum Beispiel, das ist beim Messefahrzeug. Ne? Also das ist dann eben, da sieht man, dass da hier schon jemand was repariert hat auf der Messe, dass das nicht direkt ins Auge fällt. Ihr macht das dann richtig. Das hier machen wir ein bisschen schöner. Ne? Das ist natürlich jetzt eine Notlösung, die scheinbar auf der Messe gemacht wurde, dass das nicht direkt auffällt. Aber dann weiß man nicht, wie das zu bedienen ist. Da wird er dran gerissen. Und insbesondere können die Leute wissen nie mehr, wie es zurückgeht. Aber es ist einfach nur auch so ein Gadget, dass du eine Ablage dann noch hast. Das heißt, ihr macht dann von innen noch eine Verstärkung dagegen, schraubt es wieder richtig fest. Und jetzt kommt nämlich der Punkt, wo die viele nicht mehr wissen, wie geht denn das zurück, und dann wird gedrückt und gemacht und
Aber man muss den Scharnier eben frei machen und dann geht das wieder. Sag mal, Stefan, mit der Gewährleistung, ist das ab Erstzulassung nochmal 2 Jahre? Oder wie läuft das bei dem? Das ist generell ist ja beim Erstzulassung 2 Jahre, aber es gibt auch Fristen, wie lange ein Auto, also der kann jetzt nicht 3 Jahre beim Händler im Hof stehen. Irgendwann beginnt die Gewährleistung zu laufen. Also einfach fragen ich jetzt mal in dem konkreten Fall, aber der hat ja noch keine Zulassung bisher gehabt. Ja, aber das regelt ihr dann untereinander. Er hat mindestens 1 Jahr, wenn nicht mehr. Ja, gut. Okay, dafür kriegst du einen guten Preis. Aber vielleicht, der Stefan kriegt das noch raus, vielleicht ist sogar noch mehr dabei. Das werden wir sehen. Und dafür, dass da jetzt schon ein paar Leute durchgelaufen sind, sieht er, ihr habt den nicht groß aufbereiten müssen, oder? Die werden sowieso immer bei den Messen gehegt. Die werden ja jeden Morgen, jeden Abend zwischendurch, die werden ja dauerhaft sauber gemacht, die Fahrzeuge. Eine Sache haben wir jetzt schon gefunden, wo man sieht, dass es so ist. Aber so auf den ersten Blick, das ist kein verrammeltes Auto. Aber irgendwo an der Ecke, wenn jemand mal hängen geblieben ist, dann... Das muss er ja aushalten. Und die Trittstufen meistens auch gar nicht ausgefahren. Also die sind ja beim Messebetrieb. Die werden beim Messebetrieb nicht ausgefahren, nein. Und hier siehst du auch schönes Riffelblech, was hier drauf ist. Also schöne Verarbeitung. Dann siehst du hier unten, weißt du, da waren jetzt mal so ein paar... Da siehst du, dass wir die Füße schon oft dagegen, aber das ist jetzt nicht schlimm, das ist ein bisschen fusselig vielleicht. Also das ist nichts, was kaputt ist jetzt. Ne? Okay, schön. Der Kühlschrank, zeig mal bitte. Ja, einmal von... Da sind wahrscheinlich schon Orgien auf der Messe gefeiert worden in diesem Wagen hier. Nee, auch das ist Zustand, der war wahrscheinlich noch nie in Betrieb, oder? Nee, der war nie in Betrieb gewesen. Ne? Okay. Es sei denn, ein Verkäufer hat sich heimlich hier schon sein Feierabendbier schon vorgekühlt. Kalt gestellt. Okay. So, dann lass uns mal reingehen. Ich gehe mal vor. Ja. Ja, was mir direkt auffällt, ist, eine schöne Lederausstattung hat er drin. Ja, das ist eben auch typisch bei einem Messefahrzeug, dass er eben auch schöner aussieht. Hier sieht man jetzt zum Beispiel auch kleine Gebrauchsspuren, wobei das jetzt auch relativ gering ist an den Wangen vom Leder. Aber das Leder hält das aus und lässt sich auch gut reinigen. Da haben vielleicht, also ganz realistisch, ein paar tausend Leute sind da schon mal rein und rausgelaufen. Aber wir reden hier... Eine kleine Macke im Möbeldekor. Nee, das ist nur Schmutz. Guck mal, wenn du da mal feste dran reibst. Nee, ist eine kleine Macke. Ist eine kleine Macke? Okay. Aber das ist, marginal, ja. Ganz ehrlich, viel wichtiger ist ja, dass die Laufleistung von dem Fahrzeug gering ist. Wenn du mir das mal gerade zeigst auf dem Tacho. Das ist ja hier so ein Messefahrzeug, schon spannend. Das ist das erste Messefahrzeug, was ich filme. Wirklich? Ja, wirklich, ja. Ich habe ja nicht so... Du warst ja noch nie auf einer Messe, gell? So, Ölservice fällig. Fällig, genau. Das kommt dann automatisch nach einem Jahr. 72 Kilometer. 72 Kilometer, ja. 72 Kilometer, Kinder. Genau, Ölservice wird natürlich gemacht. Auch wenn das Öl noch keine Kilometer hat, aber das machen wir schon richtig, dass das auch jetzt gemacht wird dann. So, Navigationssystem mit drin. Er hat das große Entertainment-System drin von Volkswagen. Das ist direkt zu sehen. Hat die DSG-Automatik mit drin. Er hat eine Fahrerhaus-Klimaanlage mit eingebaut. Und natürlich ein Verdunklungssystem auf beiden Seiten hier mit drin bei Volkswagen. Also beide Fahrer- und Beifahrertür ist mit drin. Eine Sattanlage drin? Nee, ein Fernsehgerät ist zwar schon mit dabei. Ein Smart TV. Die meisten Leute werden wahrscheinlich sowieso beim Kastenwagen das über Smart TV nutzen. Sat-Antenne, wer möchte, müsste man eben was nachrüsten oder ein portables Gerät nutzen. Aber ich denke, das wird auch hier für den Nächsten, der es nutzt, mit Smart TV so bleiben. Also Smart TV heißt, ich mache einfach einen Hotspot mit meinem Handy, dann erkennt er das WLAN automatisch, was ich angegeben habe, und da kann ich alles mitmachen. Richtig? Genau, du kannst streamen, du kannst eben Netflix, Amazon Prime, was man eben so guckt. AD, ZDF, alles machen. Okay. Ja, genau. So, dann schön ist natürlich dabei, du hast in Deutschland immer deine deutsche IP, die du ja mitnimmst, auch mit ins Ausland. Das heißt, du kannst die ganzen Datendienste mit der deutschen IP dann auch tatsächlich nutzen. Das ist also eine, ich sag mal, schöne Geschichte, wo du ja mit der ausländischen Datenkarte oft nicht rankommst, wenn du ein eigenes Handy mitnimmst. Müsst ihr mal ausprobieren. Ihr habt tatsächlich im Ausland eine deutsche IP-Adresse. Was ist da drunter für eine Schublade? Einmal Technik. hier an die Heizung ran. Die hast von außen hast du ja schon gesehen. Da ist auch noch dann das Frostschutzventil. Und dann hier vorne. Kann den Sitz ausziehen. Das machen wir gleich mal. Gleich. Der hat so eine kleine Entriegelung. Die zieht man, glaube ich, wenn man drauf sitzt, viel besser. Das hat der Kaufmann. Man kann die Sitze auseinanderziehen, damit du mehr Platz hast, gell? Guck mal. Genau, das will ich nämlich gucken, ob das so ist oder nicht. So, hebt's mal hoch. Gucken wir mal drunter.
Und es ist so, es bewegt sich. Es bewegt sich, ja. Stefan, was ich dir immer abverlange hier als Geschäftsführer von Wohnwagen Vogt mit 70 Leute, aber du wolltest die Video ja selber machen mit mir. Irgendwie hat es aber keiner gefunden bei dem Team, der gesagt hat, nee, das soll ruhig der Chef machen. Sobald sich der Erste meldet, und dann darf er das gerne machen. Naja, ich brauche das Rampenlicht nicht. Schön. Du bist ja quasi zweite Generation deiner Familie. Davor gab es ja Wohnwagen Vogt ja auch schon länger. Macht das noch Spaß eigentlich? Ist schon stressig, oder? Wohnwagenhändler zu sein oder Wohnmobil? Du, ich denke, das ist in jedem Beruf. Aber wem sein Beruf keinen Spaß macht, der muss sich Gedanken machen und muss sich einen anderen Beruf eben suchen. Und das kann nur funktionieren, wenn es einem Spaß macht, nicht jeden Tag gern zur Arbeit. So, aus Leidenschaft, das hast du schon gesagt. Mach mal auf, 2 Flammen Kochwert, der da ist, und Dometic. Das ist aber alles Standardware. Das heißt, also du hast hier auch in diesem kleinen Auto, wir sind auf 6 Meter Länge hier? Genau, wir sind auf 5,99 Meter. Sag mal, das fehlende Hubpad, das ist ja genial. Das ist Also, genial, gell? oder? Ja. Das ist so viel Platz, habe ich noch nie in einem Kastenwagen gehabt. Guck mal hier oben, guck dir das mal an. Das heißt, du hast das Hochdach, obwohl du es ja gar nicht bräuchtest, hast du jetzt eine Größe, die für Leute, die über 2 Meter sind, optimal, oder? Ja, auch selbst in der Dusche. Wir haben ja oft das Problem, wenn selbst du eine 2 Meter Stehhöhe hast, dann bist du in der Dusche trotzdem mit 1,90 Meter noch so. Und hier hast du, ich mach die Hände hoch. Das habe ich lange nicht mehr gesehen. 30 Höhe, 2,20 Meter, ja. Hier vorne hast du natürlich einen Stauraum, da kannst du richtig Euroboxen reinpacken, oder? Entsprechend sind natürlich auch diese Stauräume hier, auch von der Höhe her, deutlich größer. Und die sind automatisch dann... Warte mal gerade, wenn du gerade mal öffnest, bitte. Ja. Hier unten, ist das hier Metall hier unten, die ganzen Beschläge, wenn du mal so dagegen klopfst? Das ist das Holz? trotzdem Formteile. Okay, aber schön gemacht. Ich hab eine Macke gesehen. Guck mal hier, da unten. Siehst du da? Ja. Da ist eine ganz kleine Kerbe drin. Aber es ist, glaube ich, nichts, was er nicht sowieso in die Patina in den ersten 6 Monaten kriegen würde. Ja. Es sei denn, du benutzt es nicht. Ja, dann kannst du ins Museum stellen, ja. Setz dich mal gerade mal auf den Fahrersitz, bitte. Ja. Dass man mal die Raumverhältnisse hier einmal sieht, dann filme ich mal in den Sitzbereich hier vorne rein. Ich stehe übrigens, das ist total spannend, ich stehe in der Dusche gerade drin. Ja. Mach mal bitte die Tür zu, sag mal so nett. Ich will mal gerade hören, wie... Du wolltest ja mein Filmpartner werden, da musst du auch was arbeiten. So, das ist natürlich der Vorteil beim Kastenwagen ist gegenüber allem anderen, dass die Geräuschisolierung ist natürlich enorm hier drin. Das heißt, du hast die komplette Isolierung von einem Kastenwagen plus nochmal die Dämmung. Wir sind hier an einer der meistbefahrensten Straßen in Saarbrücken. Das kann man wirklich mit Fug und Recht behaupten. Und es ist jetzt auf einmal leise. Ja. Schön, ne? Hast du schön erklärt. Warte, ich zeig's mal. Also Boxdrive 600 XL. Schlüssel, ist einer dabei oder 2? Weißt du das? 2 Schlüssel immer dabei, ja. Okay, also Modell 22. Und das ist der Preis. Und bitte einmal darunter zeigen. Ja, genau, Aktionspreis. Also wie er hier steht, 79.999 €. Die Mehrwertsteuer ist natürlich ausweisbar. Ihr seid der allererste Besitzer, der hier drin steht. Und das ist die Dusche. Zeig mal bitte, wie funktioniert das? Also. Wir nehmen am besten mal, ich stelle mich kurz rein und dann nehme ich das Rondell, was eingelegt ist, raus, dass man es mal richtig sieht. Ich stelle mich nur mal drauf jetzt. So, also das wäre der Tagbetrieb. Das ist der Tagbetrieb. Mache ich hier tagsüber dann nicht durch die Duschwanne durchlaufen. Wenn ich sie benutze, nehme ich es raus. Ich lege es jetzt mal aufs Bett kurz. Man hat es aufs Bett gelegt. Jetzt ist die Duschwanne offen. Die hat 3 Abläufe. Ne, 4 oder 3? Guck mal. 4. 4. Hat 4 Abläufe. Das heißt, egal wie das Auto steht, läuft immer ab 5. 2, 4, nee, wenn man sich im Kreis dreht, ist man immer mehr. 4. Also 4 Abläufe mit drin, an jeder Ecke ein Ablauf. Dann schließt du dich ein. Sag mal, hier die Höhe in der Dusche, du hast eben schon erwähnt. Die ist sehr hoch, ja. Die ist also ein richtiges Auto für 2 Meter, Leute, oder? Absolut, ja. Beim Schlafen können wir gleich mal gucken, wie viel Platz ist. Und sonst muss man ein bisschen halb quer legen, ja. Mhm. Ja, jetzt mache ich mal so weit zu, dass wir es immer sehen. Also was mir... Musst du mit der Kamera ja. wahrscheinlich... Nö, du, ich glaub's dir einfach, aber ich glaube, das Klo ist dahinter, oder? Genau. So, ich zeig mal bitte, also jetzt bist du hier drin und die Toilette selber, warte, ich zeig das mal gerade. Weißt du, was ziemlich cool ist? Wenn du hier bist und schläfst hier und du machst die Halbtür einfach zu, dann ist schon abgeschlossen, dann brauchst du vorne gar nicht verdunkeln. Du kannst einfach so schlafen. Also machst einfach so zu und jetzt kann schon keiner mehr reingucken. Und das ist für schnell mal nebenbei. Da musst du dich aber ein bisschen
Kollegen, andere Richtung. Warte, andere Richtung. Ich gehe jetzt mal rein auf die Toilette, öffne und habe den Zugang hier zur Toilette komplett. Also Toilette, Waschbecken ist direkt hier hinter. Da hast du wie im Cockpit hier beim Flugzeug ein kleines Fensterchen mit drin. Die Lichtsteuerung ist hier mit eingebaut und großer Spiegel hier mit drin. Und dort hast du dann das Waschbecken. Also alles funktionell, alles vorhanden, Stefan. Ja. Schönes Auto. So, jetzt bitte, liebe Saarländer, beschwert euch nicht. Normalerweise seid ihr die Ersten, die hier drankommen, aber wir werden das Video jetzt mal zeigen, bevor wir das im Saarlandfernsehen laufen lassen. Warte mal, ich komme mal raus. Wir sind immer noch im Kastenwagen. Das ist die Breite, was haben wir hier? 2,10? 2,04 Meter ist die Gesamt. 2,04 Meter. Ein bisschen schmäler, der Wagen. So, ist ein bisschen schmäler, aber dafür... So, Stefan macht es mal gerade zurück. Das Ganze kann arretiert werden. Wagen steht übrigens sehr schräg. Also wir drehen gerade auf ein Gefälle von ungefähr 8 Grad. Das haben wir vielleicht noch gar nicht erwähnt. Das sieht bei euch auf der Kamera zwar gerade aus, weil ich das korrigiert habe hier mit meinem Gimbal. Aber wir sind quasi, wir stehen am Berg. So, jetzt hole ich mal das Preisschild jetzt unterlegen. Dann will ich die Füße da drauf noch ohne dreckig zu machen. Und dann gucken wir einfach mal von der Länge, was hier reinpasst. Du hast nämlich die On-Wanderschuhe an, die ich übrigens auch habe. Die hohen, weil es heute so nass ist. Die nicht so schnell aus. So, du bist 1,85 und hast Ja, das ist. viel Platz. Aber 2 Meter müsste man sich schon wirklich anschrägen, zum quer zu liegen. Ne? Also 1,85 Meter geht. Ja, So, und dann, ich zeige mal gerade, da sind deine Beine. Übrigens auf dem Preisschild drauf. Haben auch hinten nicht berührt, wobei das auch pflegeleicht ist, kann man abwaschen. Und ich finde natürlich die Laufleistung von dem Auto interessant. Er wurde schon 10.000 Mal auf und zu gemacht, aber hat erst irgendwie 50 Kilometer runter. Das ist 72 genau. Ja. 72. Das sind die Bedienteile, auch da hat man nicht gespart vom Feinsten. Also alles das, was Knaus zu bieten hat, ist hier mit eingebaut. Ist ja ein Knaus, oder? Ja, genau. Okay, und Heizung war Diesel nochmal, oder? Genau, Dieselheizung, ja. Okay, so, Bussystem ist hier mit eingebaut. Dann hier nochmal ein riesen Kleiderschrank. Ne, riesig ist er nicht, aber Da ist zumindest mal einer da. Da kannst du denn Das zwei... ist tatsächlich eine Hängefunktion, also du bekommst ein paar Hemden reingehängt. Ansonsten hast du ja rundherum riesengroße Stauschränke. Wenn du es vergleichst mit einem Mini-Kastenwagen, Bus auf 5 Meter, wo du aus dem Koffer rauslebst, hier hast du immerhin Schränke und da oben hast du ja richtig Platz über dem Fahrerhaus. Also ein optimales Auto für Leute, die viel Platz mögen, also die auch ein Raumgefühl haben wollen, wo sie nicht erdrückt werden. Genau. Viel Platz in den Schränken drin. Machen wir so einen Schrank da oben nochmal auf. Also da sieht man, die Höhe wird auch genutzt, hier in dem Fall. Ein blödes Beispiel. Machen wir gerade einen weiter, bitte. Ja, Man kann mal sehen. Ah ja, das ist ein bisschen du tiefer. hast ja eine Dachrundung, ne? Und das merkst du ja erstmal. Von außen sehen die Fahrzeuge aus, als wenn die komplett glatt wären. Dann schaut man von der Seite. Die Seiten sind ja regelrecht rund bei so einem Kastenwagen. Hier sind noch Schränke, gell? Drunter. Und Da Schubladen. noch Schubladen, die kann ich mal öffnen. So, aber klar, ihr könnt euch auch einen Fiat nehmen. Mit Hochdach gibt es ja auch von Pössl. Die haben auch so ein Riesending. Oder von Knaus. Von Knaus auch, richtig. Aber ich glaube, viele Leute stehen auf den MAN. Das hat ein bisschen was. Ist ein bisschen automotiver. Zum einen das und zum anderen, wir haben jetzt so viele Schränke geöffnet. Es gibt ja auch noch ein paar Dinge, die hier über den Wagen zu sagen sind. Das sind geschlossene Korpusse. Du kennst das System, wie das funktioniert, wenn du einen geschlossenen Korpus baust im Kastenwagen. Da du die Schränke nicht so vorgesetzt bauen kannst zum Hinterlüften, ist es die deutlich hochwertigere Bauweise, hier geschlossene Korpusse zu verbauen. Und da ist Knaus eben von der Herstellung schon einer der ganz hochwertigen Hersteller. Du siehst auch hier an den Seiten, überall, wo sich Kondenswasser bilden kann. Wir reden hier von bezogenen Stoffen. Das ist schon sehr hochwertig. Das ist kein Plastik, wo Schwitzwasser runterlaufen kann. Das ist im Kastenwagensegment schon höchste Güte, das hier. Also Polestar sind alle schön eingesessen. Das können wir euch versprechen. Ja. Der war zum Beispiel in Stuttgart, war der hier? Oder unten jetzt in Düsseldorf stand er? Der hat Düsseldorf auf jeden Fall mitgemacht. Und es kann sein, dass er auch in Bern war. Es gibt ja so einen Messepool an Fahrzeugen, der geht dann von Messe zu Messe.
Gerade in den letzten Jahren, wo der Hersteller ja auch nicht auf Lager etliche Fahrzeuge hatte, neu produziert hat für Messen, weil es ja doch relativ knapp war oder ist mit den Chassis. Ist aber kein Pressefahrzeug. Das heißt also, hier ist jetzt nicht jeder praktisch Redakteur, hat den mal ausprobiert oder so, sieht man in der Laufleistung. Gekocht, kein Wasser benutzt und er ist wirklich in einem guten Zustand. Und da ist übrigens die Klimaanlage da hinten. Ja, genau. Dass wir die auch mal zeigen können. Also das ist auch genau an der richtigen Stelle. Das heißt, die würde man dann nach vorne ausblasen lassen. Da hat man auch keine Luftzug hier drin. Komm, wir gehen mal raus. Da ist er, Ja. der Knaus Boxdrive 600 XL. Und das XL ist wahrscheinlich wegen der Höhe. Genau, genau. Stefan, ich habe euch hoffentlich nicht zu viel versprochen. Mit Stefan wird es nicht langweilig, denn er hat bei seinen Hunderten von Fahrzeugen, die hier auf dem Hof stehen in Saarbrücken, hast du immer wieder schöne Schnäppchen dabei, die du selber geschossen hast, muss man sagen, wo man aber auch nicht immer die Zuteilung kriegt. Also es gibt auch schon mal Jahre, wo du sagst, den hätte ich gern gehabt und dann hat es vielleicht ein Händlerkollege bekommen, oder? Das ist oft so, ja. So, jetzt ist er da. Dann vielen Dank fürs Einschalten. Wenn ihr Lust habt, das Auto zu kriegen, dann meldet euch bei der Firma Wohnwagen Vogt. Heute ist der 16. Februar 2023, 0681 992 880 oder geht auf die Webseite drauf und da habt ihr den Fahrzeugbestand. Ist er schon eingepflegt? Genau, der ist eingepflegt, der Wagen, ja. So, also ab jetzt gilt's. Jetzt habt ihr ihn gesehen, auch liebe Saarländer, da steht er, der Knaus Boxdrive XL 600. Tschüss. Ciao, ciao.